Wir haben den 24. Februar und wir sind mehr als 70 Tage hier auf dem Camping Mar Azul. Und jetzt soll es weitergehen. Wohin? Darüber werde ich in diesem Video berichten. Dann gibt es noch das eine oder andere, was wir hier auf dem Platz erlebt haben. Das möchte ich auch in diesem Video zeigen. Oder vielleicht ist der eine oder andere Tipp auch wieder dabei. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, das Wetter ist sehr gut. Wir haben Sonne und auch Wärme. Das ist schon mal ganz wichtig. Wichtig ist es auch beim Abbauen, denn wir müssen jetzt unser Zelt hier abbauen. Das muss natürlich erstmal ein bisschen abtrocknen. Wir haben jetzt Vormittag und hoffen, dass wir das im Laufe des Nachmittags abbauen können, dass es dann alles trocken ist und wir das zusammenpacken können. Das Ganze, nicht nur das Zelt, auch unser Teppich und andere Dinge lassen wir hier auf dem Campingplatz, wird hier eingelagert, so dass wir das nicht mehr nach Hause schleppen müssen, denn wir werden auch im nächsten Winter wieder hier auf diesem Camping Mar Azul sein. Jetzt zeige ich ein paar Dinge, die wir hier so auf dem Platz erlebt haben, und da geht es erstmal los mit dem Buhl-Turnier. Rita ist ja leidenschaftliche Buhl-Spielerin und so ist das diesjährige Buhl-Turnier hier auf dem Mar Azul für sie natürlich ein Highlight. Rita hat ja mehrfach einen der vorderen Plätze belegt und im letzten Jahr auch den ersten Platz gemacht, und das versucht sie jetzt natürlich zu verteidigen. Es sind mehr als 30 Mannschaften am Start und das Ganze läuft über 2 Tage. Jetzt weiß man nicht, wetterbedingt, ob das alles gleich hintereinander läuft. Das klappt wahrscheinlich nicht. Man muss dann doch eine Zeit dazwischen legen, weil das Wetter eben teilweise schlecht war oder ist. Am Ende des ersten Tages hatte Rita mit ihrem Partner Michael das Achtelfinale erreicht. Bevor es jetzt weitergeht mit dem Buhl-Turnier, gibt es ein paar andere Informationen hier zu unserem Aufenthalt hier auf dem Campingplatz. Der Camping Mar Azul verfügt über 4 Buhlbahnen, die auch sehr ausgiebig genutzt werden von den Campern. Da nach dem ersten Tag das Wetter wieder etwas nicht schlecht, aber es war windig, stürmisch, und so hat man das Buhl-Turnier, die Fortsetzung, um eine Woche verschoben. Deshalb gibt es jetzt erstmal weiter mit ein paar anderen Aufnahmen, die ich hier gemacht habe. Was halten Sie von der aktuellen Infrastruktur an der Küste von Palermo? Von der Infrastruktur? Ja. Ja, das könnte besser sein. Okay. Auch ganz interessant, es fand auf dem Campingplatz eine Umfrage von Schülern statt zum Thema Strand, zum Thema Infrastruktur des Ortes Palermo. Also nicht zum Campingplatz, sondern mehr zum Ort Palermo. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es darum, den Umweltgedanken doch etwas zu stärken und die Infrastruktur des gesamten Gebietes zu verbessern. Da kommen wir jetzt auch gleich zum nächsten Thema, dem Strand. Durch Sturm und auch hohen Wellengang war der Strand doch stark in Mitleidenschaft gezogen worden, beziehungsweise war auch stark verschmutzt von irgendwelchen Dingen, die da rumflogen. Das ist alles wieder gereinigt worden, das sieht alles wieder ordentlich aus. Das ist gemacht worden von der Kommune, aber auch einige Camper hier vom Platz haben dazu beigetragen, dass der Strand wieder sauber ist. Wir sind fast täglich am Strand, wenn das Wetter es zulässt. Einmal um uns zu bewegen und zum anderen sammeln wir kleine Muscheln, die bearbeitet Rita dann später, und ja, das zeige ich dann gleich auch mal, wie das Ganze dann aussieht. Wir versuchen immer unsere 8000 Schritte am Tag mindestens voll zu kriegen, schaffen wir nicht immer, aber doch häufiger.
Das finden wir immer ganz angenehm, wenn der Strand nicht weit ist, wenn das Meer nicht weit ist. Wir brauchen hier in diesem Fall, wo wir jetzt sind, nur über die Straße gehen, dann sind wir sofort am Meer. Open air, side by side we sway there in all the colors. So sehen dann die Muscheln aus, die wir gesammelt haben, und die füllt Rita dann in eine leere Flasche, durchsichtige Flasche. Und das Ganze wird dann noch mit einer Lichterkette versehen, die wird da drin versenkt in der Flasche. Obendrauf sieht man den Deckel, das ist eine kleine Solaranlage, mit der wird dann die ganze Geschichte beleuchtet. Die leeren Flaschen haben wir teilweise geschenkt bekommen, aber die eine oder andere haben wir auch selber ausgetrunken. Diese mit Muscheln gefüllten Flaschen nehmen wir mit nach Hause. Dort dienen sie als kleine Geschenke, dort wo es dann so mal passt. Inzwischen ist eine Woche vergangen und das Boule-Turnier geht weiter. Aufgrund der Wetterlage muss das Ganze ja verschoben werden. Und so haben wir jetzt den zweiten Spieltag und es geht um das Endspiel. Rita und Michael waren bis zum Schluss dabei, das heißt bei den letzten 4 Mannschaften. Wir haben dann um den 3. und 4. Platz gespielt, leider verloren, und so mussten sie zufrieden sein mit einem 4. Platz und konnten ihren Titel nicht verteidigen. Aber gewinnen ist ja nicht alles, dabei sein ist alles, heißt es ja so schön. Und hier sehen wir die Sieger bzw. 1. und 2. Platz. Rechts Marianne und Hans haben den 1. Platz gemacht und Ralf und Martina, glaube ich, haben Platz 2 belegt. Platz 3 haben belegt Kerstin und Julie, hier in der Mitte zu sehen bei der Siegerehrung. Hier auf dem Campingplatz Mar-Azul gibt es natürlich nicht nur deutsche Camper, sondern auch französische Camper, und für sie ist das Boule-Spiel natürlich eine große Geschichte. Die Siegerehrung findet auch hier auf dem Campingplatz vor dem Restaurant auf der Terrasse statt und der Chef Pepe ist natürlich dabei. Merci beaucoup, thank you very much. Teşekkürler. Dieses Jahr war es wirklich was Besonderes, eh? Ich habe die Nase voll von Wind und Regen und... Ah. Bueno, wir haben die Zeit gehabt, wir haben dieses Boule-Turnier noch einmal zum Ende gebracht, Gott sei Dank. Und mit Sonne. Okay. 4. Platz. Katrin Platz. Michael und Rita. Das sind zu viel Regen vielleicht. Es ist das 7. Mal, dass dieses Boule-Turnier hier auf diesem Campingplatz stattfindet. 3. Platz. 3. Platz. Kerstin und Jules. Die Frau, die wir hier jetzt ganz rechts sehen, das ist Margret, die hat es gemeinsam mit Bert das Turnier organisiert. Ihr Mann hat auch noch dabei geholfen. Ralf und Bettina. Für Platz 1 bis Platz 3 gibt es jeweils einen Pokal und dann gibt es noch einen Wanderpokal, wo jeweils der 1. Platz drauf eingetragen wird. The champions of the world. Hans und Marianne. Und haben Sie schon bei Roland Garros gesehen, wie viele Stufen Namen gibt's? Ja. Wenn wir hier kommen, dann sind wir schon froh alle. Gratulieren, Championen. Danke. ¿Dónde está René? ¡René!
Nach der Preisverleihung ging es natürlich noch weiter, es wurde noch gefeiert. Wir haben dann gemeinsam was getrunken und der Campingplatz, speziell Pepe, hat uns eingeladen zum Essen. Es gab Paella und Tapas gab es natürlich auch. Das Wetter hat sich ja inzwischen verbessert, es ist jetzt sehr angenehm. Wir haben Temperaturen von über 20 Grad und so sitzt man dann draußen und können hier was trinken und essen und das bis in den frühen Abend hinein. Jetzt ein ganz anderes Thema. Ich arbeite ja schon circa 10 Jahren immer mal wieder mit Drohnenaufnahmen, aber sehr dosiert. Und so habe ich mir jetzt eine neue Drohne angeschafft und teste das Ganze hier mal bei einem Reibekuchenessen, was wir mit unseren Freunden zusammen gemacht haben. Und ja, wir haben natürlich vorher alle Nachbarn davon informiert, dass wir hier Drohnenaufnahmen machen und damit keiner gestört ist oder sich keiner irgendwie beobachtet fühlt. Alles in einem vernünftigen Rahmen gemacht, das Ganze. Und jetzt einfach mal diese neue Drohne getestet. Und alle waren doch schon etwas angetan davon, wie so ein Ding heute funktioniert. Damit da kein falscher Eindruck entsteht, ich habe natürlich diese Drohne gekauft, ganz normal, wie jeder andere auch. Und muss aber das Fabrikat zeigen, damit man weiß, um was es geht. Es handelt sich um eine DJI Neo 2. Es handelt sich um eine Drohne, die man mit Handbewegungen steuern kann. Unter anderem, man kann sie auch übers Handy steuern. Oder es gibt natürlich auch dafür eine Bedienung, mit der man das Ganze steuern kann. Starten kann man sie aus der Hand, wie man hier sieht. Und sie folgt einem dann. Es gibt dann verschiedene Modi oder verschiedene Einstellungen, was man alles mit der Drohne machen kann. Das möchte ich jetzt hier nicht zeigen, aber nur damit ihr in der Zukunft wisst, wenn ich solche Aufnahmen mache, wie sie entstanden sind, dann sieht man es hier so ein bisschen. Vielleicht kann man sehen, wie die Drohne mir folgt. Die Drohne hat Sensoren, so dass sie Hindernissen ausweicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad fährt, kann sie einem folgen, ohne dass sie jetzt gegen irgendeinen Baum oder irgendein Hindernis fliegt. Wow. Hast du das einstellen müssen auf deine Hand oder was? Wir sind hier eine kleine Gruppe von 8 bis 10 Campern, die sich hier immer mal gerne wieder treffen. Und so treffen wir uns hier zu einem Reibekuchenessen, was wir natürlich alles selber herstellen. Und da sitzen wir dann den Nachmittag zusammen, essen zusammen, unterhalten uns. Ja, ist immer sehr gemütlich. Also wenn ich die Technik so sehe, dann wird es nicht mehr lange dauern und wir könnten das beide noch erleben, das Thema Flugtaxi. Dass wir also selber das nur kurz zur Erklärung. Das Wohnmobil, was wir jetzt hier auf der linken Seite sehen, wovor wir sitzen, ist nicht unser Variostar, sondern das ist der Variostar von Gudrun und Bernhard. Sie haben ein baugleiches Fahrzeug. Alle aus unserer kleinen Gruppe kommen schon einige Jahre hier auf diesen Campingplatz und es ist unterschiedlich mit der Aufenthaltsdauer hier. Einige bleiben ein paar Wochen, andere mehrere Monate. Das macht jeder gerade so, wie er möchte. Man kann hier auf diesem Campingplatz für einige Wochen reservieren oder auch nur für eine Woche. Man kann natürlich aber auch über mehrere Monate hier reservieren. Natürlich nur, wenn etwas frei ist. Die Sonne ist jetzt im Februar hier in Südspanien schon sehr stark. Man muss so ein bisschen schon vorsichtig sein und sich vor der Sonne schützen. Einige von uns haben sich an diesem Tag schon einen Sonnenbrand abgeholt. Bleibt einfach nicht aus, wenn man längere Zeit so ohne Schutz draußen im Freien sitzt. Wir hatten aber trotzdem gemeinsam einen schönen, unterhaltsamen Nachmittag. Jetzt aber wieder zurück zu unserem Platz. Wir müssen jetzt abbauen. Das machen wir gerne 2 Tage, bevor wir abreisen. Natürlich ist der Hauptpunkt unser Zelt und natürlich auch der Bodenbelag. Zelt muss erstmal ordentlich trocknen. Dafür haben wir es überall geöffnet, wo es geht. Und dann muss natürlich die gesamte Einrichtung, das meiste haben wir schon raus, eingepackt werden. Einige Teile oder die größten oder die meisten Teile, so muss ich sagen, lassen wir dort. Und diese Dinge, die wir jetzt hier noch stehen haben, die haben wir dann noch genutzt. Das Zelt haben wir natürlich vorher von innen und außen ordentlich abgewischt und gereinigt.
Ja, Reißverschlüsse macht man alle zu. Die Fenster müssen nach innen gelegt werden. Reißverschlüsse dürfen nicht auf die Fenster liegen, auf den Fenstern liegen, weil sie ja Metall sind und die Fenster eventuell beschädigen. Und gleich klappen wir das Ganze mit den Fenstern nach innen hin. Wir sind natürlich auch nicht perfekt beim Zusammenlegen dieses Zeltes. Wir probieren das dann immer mal aus, wie es am besten passt. Und am Ende funktioniert es alles. Wir nutzen dieses Zelt nur, wenn wir hier auf diesem Camping Mar Azul sind, weil wir hier immer länger bleiben. Ansonsten nutzen wir dieses Zelt nicht. Es bleibt hier also auch auf diesem Platz. Hier gibt es einen Container, dort kann man Sachen einlagern und das machen wir auch mit unseren Sachen, die wir nicht mitnehmen. Wenn man am Ende sieht, was übrig bleibt, hätte ich beinahe gesagt, weil wie groß so eine Tasche dann ist mit dem Zelt, dann ist das eigentlich kein Riesending. So kann man das also auch ohne weiteres gut transportieren oder in der Garage mitnehmen. Aber wie gesagt, wir brauchen es einfach nicht und deshalb bleibt es hier auf dem Campingplatz. Auch den Bodenbelag nehmen wir nicht mit, auch den lassen wir hier. Er hat sich als gut herausgestellt, er ist wasserdurchlässig und lässt sich gut wieder reinigen am Ende. Und man kann, wenn man möchte, barfuß drauf laufen. Man läuft nicht auf Steinen und das ist angenehm. Wenn es jemand interessiert, womit reinigen wir hier die Folie oder den Bodenbelag, das ist ein Tuch von Putzfuchs und auch der Wischer ist auch von dem Hersteller. Findet man unter meinem Video im Text, gibt es auch einen Rabatt drauf, falls so jemand sowas haben möchte. Jetzt aber zu unserer Weiterreise und zwar sind wir ja jetzt in Andalusien, Südspanien, etwa 100 Kilometer vor Malaga. Genau sind wir auf dem Camping Mar Azul, hatte ich ja schon erwähnt. Jetzt haben wir uns kurzfristig entschlossen, weiterzufahren Richtung Atlantik und zwar nach Chipiona. Das ist oberhalb von Cadiz. Hier sieht man es auf der Karte. Wir wollen aber vorher noch einen neuen Stellplatz anfahren, wenn wir dort einen Platz kriegen in Torrox. Und zwar gibt es dort einen neuen Platz. Wir müssen sehen, ob wir da unterkommen. Aber ich würde den gerne anschauen, um vielleicht auch darüber dann zu berichten. Aber unser Ziel ist der Stellplatz oder Campingplatz La Siesta La Gaviota, heißt der, glaube ich. Dort haben wir Kontakt hin aufgenommen und mit der Carmen, die dort vor Ort ist und den Platz managt, gesprochen und in Erfahrung gebracht, dass dort alles in Ordnung ist, es keine Schäden gibt und wir ohne weiteres kommen können. Wenn ich über Schäden spreche, dann meine ich natürlich die Schäden, die durch Unwetter entstanden sind, die in dieser Region teilweise sehr heftig waren. Ich habe über diesen Platz ja schon mehrfach in Videos berichtet. Ich verlinke das mir hier mal. Falls sich jemand interessiert dafür, dann kann er sich das anschauen und sehen, wie es dort aussieht. Das soll es für heute mal wieder gewesen sein. Ich melde mich wieder, wenn es was Neues gibt, wenn wir den Platz gewechselt haben. Dann werde ich wieder ein Video veröffentlichen dazu. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.